In der Nacht ist ein Internetkabel zwischen Finnland und Schweden beschädigt worden. Die schwedische Regierung vermutet dahinter Sabotage. Laut des zuständigen Unternehmens Global Connect wurde der erste Schaden in Espoo bei Helsinki entdeckt, der zweite außerhalb des Ortes Fiti. Tausende finnische Haushalte und rund 100 Unternehmen waren zeitweise ohne Internet. Finnlands Kommunikationsministerin teilte nun mit, man nehme den Vorfall sehr ernst. Erst November waren innerhalb von 48 Stunden 2 Unterwasserkabel in der Ostsee beschädigt worden. Sie verliefen zwischen Deutschland und Finnland sowie zwischen Schweden und Litauen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius vermutet in beiden Fällen Sabotage. Es gab diese Vorfälle im November mit dem Anker eines chinesischen Schiffes. Es gab einige Monate davor schon einmal zerstörte Leitungen zwischen Staaten im Ostseeraum. Und auch da war es ein Anker. Jetzt muss man sich ja nicht dümmer stellen, als man ist und sagen, oh, das ist aber Zufall, dass chinesische Schiffe zufällig ihren Anker am Boden schleifen lassen, genau da, wo diese Kabel sind, und dann gehen diese Kabel kaputt. Das scheint sich um eine Operation zu handeln. Und dass hybrider Krieg, Russland führt diesen hybriden Krieg gegen uns, dass der sich versteckt, zum Beispiel hinter Schiffen anderer Nationen, dass die Dinge in einer Grauzone ablaufen, auch das ist nicht neu. Deswegen ist das richtig, dass man das ernst nimmt und dass man sich auch überlegt, wie kann man solche Dinge verhindern und wie kann man Kosten verursachen bei denen, die das gegen uns unternehmen. Das Thema wollen wir vertiefen. Welt-TV-Chefreporter Steffen Schwarzkopf bei mir im Studio. Steffen, muss man jetzt davon ausgehen, dass hier wirklich Sabotage vorliegt? Wohin deuten die Spuren? Also es gibt unterschiedliche Angaben, dass zum einen zum Beispiel der schwedische Zivilschutzminister, der sagt ganz eindeutig, die Umstände weisen darauf hin, dass es Sabotage ist. Von der Polizei hat es jetzt zuletzt geheißen, wir haben noch keine Ermittlungen aufgenommen. Aber wenn man sich jetzt die Umstände tatsächlich anschaut, dieses Kabel an 2 verschiedenen Stellen, nicht nur an einer, an 2 verschiedenen Stellen gebrochen bzw. beschädigt. Und diese Kabel, die liegen ja nicht in 5 oder 10 Zentimeter tiefer, sondern in Meter Tiefe mindestens vergraben. Da bricht nicht einfach mal ein Kabel und an 2 verschiedenen Stellen gleichzeitig. Auch unwahrscheinlich. Also da deutet schon sehr viel darauf hin. Wer ist der Urheber des Ganzen, wer ist der Auftraggeber des Ganzen, ist natürlich Spekulation. Klar, der erste Gedanke ist möglicherweise das, was wir auch in den letzten Wochen vermutet haben bei den Unterseekabeln, dass es in Richtung Moskau, in Richtung Russland geht. Aber dafür gibt es momentan zumindest offiziell noch keine Bestätigung. Sollte Russland dahinter stecken, was könnte Wladimir Putin damit bezwecken wollen? Ja, also es ist das, was wir hybride Kriegsführung nennen oder psychologische Kriegsführung, ganz einfach. Es geht ja da gar nicht darum, jetzt Schäden oder wirtschaftliche Schäden anzurichten, sondern einfach die Bevölkerung letztendlich zu treffen. Der Bevölkerung, ob in Schweden, in Finnland, in Deutschland, in Europa generell, zu zeigen, ihr seid nirgendwo sicher, wir können euch überall erwischen. Der Gedanke dahinter ist natürlich, dass die Menschen sagen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass da Ruhe reinkommt, dass Russland uns in Ruhe lässt. Wie tun wir das? Indem wir vielleicht eine eher russlandfreundliche Politik einnehmen, indem wir vielleicht russlandfreundliche Parteien wählen. Also das könnte das Kalkül dahinter zumindest sein. Jetzt hören wir auch, wo du gerade sagst, hybride Kriegsführung von BND-Chef Karl. Der warnt eben auch vor solchen Aktivitäten hier in Deutschland. Jetzt steht die Bundestagswahl kurz bevor. Glaubst du, dass Moskau tatsächlich Einfluss nehmen könnte auf das Wahlergebnis hier in Deutschland? Also ich glaube nicht, dass das Wahlergebnis als solches manipuliert werden kann, dass Stimmen da gefälscht werden. Aber das, was in den USA 2016 passiert ist und auch in anderen Ländern, immer wieder ist der Versuch der Einflussnahme. Also das heißt, Propaganda im Netz, beispielsweise Verunsicherung zu schüren. Und darin sind die Russen extrem gut, also höchst professionell. Und ein Ziel könnte natürlich auch tatsächlich sein, die Bundestagswahl zu beeinflussen. Also beispielsweise eher hin zur AfD, die Menschen zu schieben, eher zum BSW, russlandfreundliche Parteien sozusagen dazu zu unterstützen. Und das ist natürlich im ureigensten Interesse von Russland, beispielsweise auch in Deutschland, mehr Russlandversteher sozusagen zu gewinnen. Dementsprechend aufmerksam sind auch die Behörden momentan. Dankeschön, Steffen.